Willkommen, liebe Studierenden, zum Interview des Kapitels 5. Da haben wir uns vor allem mit Schwerpunkten solidarischer Handlungsfelder auseinandergesetzt und auch ein paar spannende Beispiele gehört. Und dazu stellen wir jetzt noch ein paar Fragen. Meine erste Frage, Frau Bayer, geht direkt an Ihr Beispiel des Mietshäuser-Syndikats. Das haben Sie vorgestellt als eine Form eines Solidaritätsbeitrag oder eines Solidaritätsfonds. Mich würde noch mal ganz genauer interessieren, wie das funktioniert. Das würde ich gerne noch ein bisschen genauer erklärt haben. Handelt sich das hier nur um Geld, was weitergegeben wird, oder gibt es das auch in anderer Form, zum Beispiel in Form Beratungsleistungen oder ähnlichem? Ja, also der Grundgedanke von diesem Solidaritätsfonds geht in zweierlei Richtungen. Das eine ist natürlich eine finanzielle Dimension. Ja, insofern kann man sagen, ist es einfach eine Regelung, dass bestehende Projekte, die im Mietshäuser-Syndikat als einem Zusammenschluss von von gemeinschaftlichen Wohnprojekten, ja, dass diese auch sozusagen finanziell mit unterstützt werden. Und es kommt eben aus der Erfahrung heraus, dass solche Initiativen insbesondere in der Anfangsphase schon einen Kapitalbedarf haben, ja, der aber von nirgendwoher im Grunde gedeckt werden kann. Also das ist auch eine Schwierigkeit, die viele Gründungsinitiativen in den ersten Monaten haben. Jetzt nicht nur im Wohnungsbereich, aber auch im Wohnungsbereich natürlich. Also die müssen beispielsweise Gutachten erstellen, ja, oder die müssen beispielsweise eine Studie machen über das Projekt, was sie vorhaben, ja. Und das heißt, es fallen dort Kosten an, die aber in der Phase des Projektes natürlich noch niemand aufbringen kann, beziehungsweise nur in einem ganz geringen Teil aufbringen kann. Und dadurch ziehen sich solche Prozesse häufig sehr, sehr lang hin, was wiederum dazu führt, dass dann Menschen abspringen, weil sie dann sagen, das wird hier sowieso nichts. Ja? Also das ist einfach so ein Erfahrungswert auch aus vielen Jahren und Jahrzehnten, woran scheitern Gründungen. Und da ist eben der Faktor Geld ein ganz, ganz starker. Ja? Weil, das hatten wir ja auch schon mehrfach gesehen, es gibt eben in Deutschland oder auch sonst wo nirgends eine Stelle, wo man hingehen kann und sagen, ich möchte jetzt eine Wohnungsgenossenschaft gründen oder ich möchte eine Einkaufsgenossenschaft gründen oder eine Energiegenossenschaft gründen, und weil ich so toll bin und so eine tolle Idee habe, deswegen möchte ich jetzt, dass mich jemand darin fördert. Also wir haben ja jetzt gerade, das Land Rheinland-Pfalz hat jetzt gerade so ein kleines Förderinstrument aufgelegt, wo gerade im Wohnungsbau Genossenschaften in der Gründungsphase gefördert werden können, ja, und solche Instrumente gab es immer mal wieder, aber letztendlich, wenn die Bewegung sich auf solche Instrumente verlassen hätte, gäbe es sie einfach nicht, ja, und deswegen gibt es sozusagen aus den Zusammenhängen der solidarischen Ökonomie selbst dann den Versuch, immer wieder solche Instrumente selbst hervorzubringen, ja, also ganz einfach war das in den 70er Jahren, also in der Zeit der alternativen Betriebe oder Kollektive, sehr stark verbreitet, beispielsweise, dass man für sich selbst, also ich nehme mal jetzt ein Kollektiv im Handwerksbetrieb, hat man für sich selbst einen Stundenlohn festgelegt, ja, den man sich auszahlt, und dann hat man gesagt, okay, und dann nehmen wir einfach noch 5 Euro pro Stunde pro Mensch, legen wir auf die Seite und unterstützen damit ein anderes Projekt, was es im Grunde genommen nötiger braucht als wir. Das war wirklich sehr, sehr stark verbreitet, war gang und gäbe im Grunde genommen und kommt ja auch aus diesem Ansatz des solidarischen Wirtschaftens, was ja im Sinn hat, diejenigen, die daran beteiligt sind, einfach mit einer guten Lebensqualität zu versorgen, aber auch nicht mit einem immensen Stundenlohn. Und es ist ja auch gar nicht impliziert, dass man jedes Jahr seinen Lohn steigern muss oder irgend sowas, ja, sondern im Grunde genommen legt jede Gruppe fest,
das und das ist an Lohn wünschenswert. Ja, dann wird irgendwie geguckt, wie ist die familiäre Situation. Also ich habe es selber auch erlebt, habe auch selbst mal in so einem Kollektiv gearbeitet, wo auch alle sich den gleichen Lohn ausgezahlt haben, unabhängig von Vorgeschichte, Alter, Qualifikation oder. Und dann wird sich eben darauf geeinigt, ja. Und dann bleibt ja auch noch Luft. Also wenn das Projekt wirtschaftlich läuft, bleibt ja noch Luft. Ja, und aus diesem Gedanken entsteht eigentlich sowas wie ein Solidaritätsfonds. Beim Mietshäuser-Syndikat ist es halt schon dann auch etwas professioneller, wobei es auch immer wieder unklar ist, wie dieser Fonds dann genau aussehen soll. Also gibt zum Beispiel die Möglichkeiten, dass pro Quadratmeter Wohnfläche jeder eben so und so viel Cent in diesen Fonds einzahlt. Aber das Wichtige ist eben überhaupt dieses Denken über das eigene hinaus, ja, den Grundgedanken, dass die solidarische Ökonomie natürlich sich verbreiten soll, nicht bei einem einzelnen Projekt stehen bleiben soll und dass man natürlich auch sich mit Know-how dann, und das ist eigentlich noch das Wichtigere, also Geld ist wichtig, sehr wichtig, aber Know-how ist natürlich genauso wichtig und letztendlich auch unbezahlbar. Und das ist sozusagen auch mitgedacht bei diesem Solidaritätsfonds, dass also die nächsten Projekte aus der eigenen Erfahrung heraus unterstützt werden. Ja? Und das hilft natürlich auch, immer wieder dieselben Fehler zu machen und eben gerade in der Anfangsphase hilft es auch Gruppen einfach dabei zu bleiben und wirklich was zu realisieren. Wenn ich jetzt aus dem klassischen Denken an Fonds denke ich halt auch immer an Gegenseitigkeit. Also man hilft aus mit einem Fonds im Sinne von Geld, weil das gerade gebraucht wird. Aber was bekomme ich denn dafür? Wäre dann so die Frage, ne? Oder ist das halt gerade das Prinzip der Solidarität, dass dieses Denken eigentlich verändert werden muss? Also an der Stelle würde ich sagen, das Denken, was bekomme ich dafür, gehört zwar auch zur Kooperation dazu, aber das ist in dem Moment, glaube ich, nicht im Vordergrund, sondern es geht wirklich darum, einen weiteren Prozess zu unterstützen. Also das Geben steht in dem Fall im Vordergrund und der Gewinn, der sich für diejenigen, die das tun, daraus ergibt, ist, glaube ich, diese ganz hohe Bestätigung also es ist ein ideeller Gewinn dabei, die Bestätigung der eigenen Idee und auch die Konsolidierung der eigenen Idee, weil das natürlich in extremem Maße befriedigend ist, wenn man sieht, dass das eigene Modell funktioniert, weil es gibt natürlich auch genügend Erfahrungen, wo Dinge nicht funktioniert haben. Und in der Regel ist es darauf zurückzuführen, dass zu wenig Unterstützung da war. Ja? Also deswegen machen ja auch beispielsweise die Banken, die solidarische Projekte unterstützen, die schauen ja auch immer drauf, wie ist das Projekt sozial eingebunden. Ja, also gibt es ja die Idee beispielsweise auch der Eigenkapitaleinbringung mit Bürgschaften aus dem Umfeld. Ja, und da wird immer geguckt, ist es jetzt ein Projekt, wo beispielsweise, wenn es 10 Leute sind oder 15 Leute und jeder hat nochmal 3 Unterstützer, ja, dann kann man schon sehen, das könnte was werden. Wenn es aber eine kleine Gruppe ist, die wenig Umfeld hat beispielsweise, ja, oder die auch dort in dem Raum, wo sie tätig sein wird, zu wenig Unterstützung hat oder fast keine Unterstützung hat, dann sind die Chancen auch schlecht. Also das sind so Ansätze von Finanzierung, beispielsweise auch ganzheitlicher Finanzierung, wo man dann guckt, es gibt auch andere Möglichkeiten zu unterstützen, als direkt Geld zu geben. Ne? Also beispielsweise eben durch die Übernahme einer Bürgschaft. Und da ist eben bei solchen Strukturen ist der Tauschgedanke nicht im Vordergrund, sondern eher der Gedanke des Wachstums der eigenen Strukturen. Ja, des Antriebs. Kommen wir mal zu einem anderen Beispiel, was Sie auch noch aufgeführt haben in diesem Kapitel und was ich finde mittlerweile eigentlich jeder mal mitgekriegt hat, gesehen hat, kennt, das Urban Gardening.
Und hier finde ich es ähnlich, weil also es ist spannend, es funktioniert toll, super viele machen mit, aber oft hört man dann die Frage, dass dann doch kommt am Ende, naja, und jetzt sind zum Beispiel tolle Tomaten gewachsen. Wem gehören die denn dann eigentlich? Oder kriegt jeder seinen Anteil? Sie haben davon gesprochen in der Vorlesung, dass diese Auseinandersetzung mit diesen Fragen wieder erlernt werden muss. Ne? Also, und wie? Also das würde mich interessieren, wie kann das gelingen und wie ja, kriegt man da vielleicht ein bisschen anderes Denken rein? Also ein Grundprinzip des solidarischen Wirtschaftens ist ja, dass es dafür keine verbindlichen, einheitlichen Regelungen gibt, sondern letztendlich, dass jede Initiative sich selbst ihre Regeln erschafft und vereinbart. Ja? Das heißt, in einem Gemeinschaftsgarten, so wie ich das kenne, jetzt in denjenigen, die mir gerade so vor Augen sind, ist es schon so, dass die Parzellen aufgeteilt sind beispielsweise. Ja, so und das ist dann eben klar, also dann sind die Zuständigkeiten auch klar, wem gehört hier welche Parzelle. Aber das muss nicht so sein, ne? Also man kann das auch anders strukturieren. Und da würde ich sagen, ist ganz klar, setzt sich das Prinzip durch, wer was macht, der kriegt auch was. Also weil es gibt natürlich bei diesen Initiativen auch immer diese Trägheit, ja, also am Anfang wollen immer alle ganz viel machen und dann gibt es irgendwie so eine Entwicklungsphase von einem Projekt, wo dann vielleicht nicht mehr so viele Leute sich die ganze Zeit engagieren, ja. Und letztendlich, wer erntet, also schauen Sie mal auf die Straßen, auf die Wegränder, wer erntet dort das Obst, wer erntet dort das Gemüse oder die Wildkräuter, also das ist nicht viel anders in einem Gemeinschaftsgarten, glaube ich, weil diejenigen, die sich darum bemühen, die machen es dann auch und die werden mit Sicherheit auch nicht etwas nicht ernten, nur weil derjenige, dem es gehört, nicht kommt. Ja, also das ist dann ganz praktisch. Mir fällt aber gerade noch mal ein ganz anderes Beispiel ein. Ich war mal in Brasilien auf einem Landkooperative von der Landlosenbewegung. Und die hatten dort was ganz Interessantes gemacht. Die hatten nämlich einen Teil des Landsitzes aufgeteilt in konventionelle Bewirtschaftung, ja, also mit Privateigentum, Familieneigentum und hatten einen anderen Teil in Kooperativen organisiert. Und haben damals letztendlich auch Studien durchgeführt, also so Studien in Anführungszeichen, natürlich jetzt ohne große Formalitäten, aber sie haben das selber sich so zum Ziel gesetzt, einfach mal zu schauen, also was ist eigentlich die bessere Organisationsform, ja? Ist die Kooperative der Familienstruktur zum Beispiel überlegen, ja oder nein? Und die Antwort ist ja auch nicht so eindeutig, weil natürlich gibt es in Familien Konflikte, ja, es gibt also, ja, und nicht jeder kann in einer Familie gut leben. Und es gibt auch in der Kooperative natürlich sehr viele Konflikte und eben auch Verteilungskonflikte und Kompetenzkonflikte. Ja, also wer ist für was zuständig, wer setzt sich durch. Es gibt natürlich auch viele Machtrangeleien und so weiter und so fort. Und nicht jeder kann auch in diesen Strukturen leben. Ja, also ich würde auch immer sagen, es gibt da kein Patentrezept, ja, aber es gibt trotzdem eine unendliche Fülle von Möglichkeiten. Ich muss ja auch nicht mein ganzes Leben sozusagen, ich muss ja auch nicht alle meine Lebensbereiche so abdecken. Ich kann das ja, ich meine, den Luxus haben wir im Moment auch noch, dass wir uns das ein bisschen aussuchen können. Das weitgehendste ist natürlich so eine Lebensgemeinschaft, die dann auch wirtschaftlich letztendlich komplett alles miteinander teilt. Ja, da haben sie natürlich dann sehr, sehr hohe Anforderungen auch an Gemeinschaftsleben, an Abstimmungsformen, an Aushandlungsprozesse und so weiter. Ein anderes Beispiel, was auch sehr weitgehend ist oder auch sehr risikoreich ist, ne, auch für mein Empfinden, also weil ich mache das auch nicht,
aber ich persönlich mache es nicht, aber ich kenne einige Menschen, die es tun, die sich organisieren in Gruppen, also in Solidargemeinschaften, die sich dann gegenseitig krankenversichern. Ja? Einfach auch aus so einer volkswirtschaftlichen Überlegung heraus. Ich habe jetzt die Zahlen nicht, aber wenn Sie sich einfach mal vorstellen, was Sie im Laufe Ihres Lebens so einbezahlen in die gesetzliche Krankenversicherung oder auch in die private und was Sie eigentlich wirklich brauchen von dem. Ja? Also aus so einer Haltung heraus, dass man sagt, okay, dieses ganze Geld kann man ja eigentlich wirklich mal selbst verwalten, ja, anstatt das sozusagen dem Staat zu überlassen, wie er das Geld verwaltet, was jeder Einzelne einbringt, und kann beispielsweise eben dadurch auch ein gesundheitsförderliches Leben finanzieren, ja, was sich manche eben auch so nicht leisten können. Andere Ernährungsformen, andere präventive Formen und so weiter. Also das ist eigentlich der Grundgedanke. Aber das muss man ja auch nicht machen, ne? Das muss man auch nicht machen. Und Sie können sich auch vorstellen, das ist auch sehr anspruchsvoll, Ja. so etwas wirklich verlässlich, verbindlich zu organisieren, weil also da ist die gegenseitige Abhängigkeit natürlich schon sehr, sehr hoch, ja. Und das, wie man sich da auch vertrauen können muss, ist auch sehr, sehr anspruchsvoll. Ja, also in der Regel sind in unserer Gesellschaft sind diese Initiativen oder ist die Frage, wie organisiere ich mein Leben solidarwirtschaftlich, sind es ja sehr häufig Kann-Optionen. Ja, also jedenfalls im Moment gibt es ja immer noch sehr viele funktionierende Alternativen. Ja, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, welche Formen wählen Menschen solidarwirtschaftlich, genossenschaftlich beispielsweise, dann fallen mir aber schon die freien Berufe ein, ja, also Journalisten, Beraterinnen und Berater, Coaches, also letztendlich die ganze Palette dieser neuen Ökonomie, also der neuen Dienstleistungen, wo eigentlich dann auch häufig das so ist, dass die Leute wirklich kämpfen um Aufträge, kämpfen mit dem ganzen Management, was sie sehr schnell überfordert und so weiter und aus dem Grund sich dann entschließen, beispielsweise mit mehreren zusammen so eine Genossenschaft zu gründen. Also in dem Fall dann Berufe, sage ich mal, die vielleicht schon gut bezahlt sind, aber denen es so an der Kontinuität teilweise fehlt. Ja? Aber es gibt auch andere Motive. Beispielsweise haben wir ja auch einige Ärztegenossenschaften in Deutschland. Und ja, warum schließen sich Ärzte zusammen? Da wird weniger das Thema finanzielle Engpässe sein, sondern es wird das Thema Überforderung sein und gegenseitige Entlastung sein. Ja? Weil wir haben ja auch zunehmend hier den Druck auf den Jobs drauf und die steigenden Anforderungen. Und von daher auch die Bereitschaft, also die zunehmende Bereitschaft von Menschen zu sagen, Mensch, gemeinsam kriegen wir das irgendwie besser hin. Ja? Und gemeinsam können wir uns besser strukturieren, wir können uns entlasten, beispielsweise in familiären Situationen, wenn Kleinkinder da sind, wenn beispielsweise Pflegesituationen auftauchen, also eigentlich so diese typischen Lebenssituationen, die ja jeder auch mal irgendwann durchläuft oder die meisten. Und die dann häufig bei regulären Arbeitgebern ein bisschen schlecht aufgehoben sind, ja, also wo man dann, wo es nicht selbstverständlich ist, dass jede Mutter ihr Kleinkind mit ins Büro bringen kann beispielsweise, ja, das sind nämlich genau dann die Situationen, ja, kommt wieder das Stichwort Solidarität, da brauche ich Solidarität, ja, da brauche ich einfach auch ein bisschen mehr Solidarität als die, dass meine Kollegin mal meine Tasse mit abspült, ja. Sondern da geht es darum, auch mal zu sagen, okay, jetzt gehst du mal 2 Tage nach Hause, ja.
Oder wenn die eigenen Eltern gepflegt werden müssen. Ja, also gut, da haben wir jetzt auch mittlerweile ja die Möglichkeit sogar seit 1, 2 Jahren dann in regulären Arbeitsverhältnissen Urlaub einzureichen für 8 bis 14 Tage, glaube ich. Aber trotzdem sind genau das die Situationen, wo die solidarwirtschaftlichen Zusammenschlüsse Unternehmen komplett punkten können. Ja? Da ist nämlich dann so etwas mitgedacht und gar kein Problem. Ja? Und ich denke nämlich, also um das jetzt nochmal weiterzuführen, vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft zu führen, ich denke, dass auch hierzulande aufgrund der Krise, vor der wir mit Sicherheit stehen, also wir sind nicht nur in der Klimakrise mittendrin, sondern auch in einer wirtschaftlichen Krise ausgelöst durch die Beschleunigung der Digitalisierung, ja, die wir heute ja noch gar nicht absehen. Und die Frage ist, wie organisieren wir denn dann die Arbeit? Ja, ja, und wie gesagt, ich denke, dass da auch nochmal viele Situationen kommen werden, wo das Thema solidarisches Wirtschaften nochmal richtig relevant wird, auch für Menschen, die da heute vielleicht nicht drüber nachdenken. Ein anderer wichtiger Aspekt oder wichtiger Bereich ist eben auch das Wohnen. Ja? Also wenn Sie heute die Zeitung aufschlagen, Wohnen wird immer unbezahlbarer. Wir haben jetzt in Berlin die Debatte mit den Deckelungen und so weiter. Wir werden eine immense Verstädterung noch erleben, ja, obwohl kein Mensch versteht, warum die Leute immer noch in die vollen Städte wollen, aber es wird einfach anhalten, der Trend. Und das heißt, die Frage des bezahlbaren Wohnraums, die steht ja auch schon vor der Tür. Und deswegen glaube ich auch, ist es ganz, ganz wichtig, über diese solidarischen Wirtschaftsformen zu sprechen, weil viele das ja auch gar nicht wissen. Also viele wissen ja nicht, dass es da eine Wohnungsgenossenschaft gibt. Ja? Also hier, weil zum Beispiel in der Gegend, wo ich lebe, gibt es schon noch aus diesen ursprünglichen Gründungsjahren so um den Ersten Weltkrieg herum, da gibt es noch so die Baugenossenschaften, aber diejenigen, die da wohnen in diesen Wohnungen, die haben eigentlich von diesem Esprit auch nicht mehr so viel behalten. Ja? Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, einfach darüber zu sprechen und zu sagen, diese Möglichkeit, die gibt es, ja. Und ich denke auch im Zuge jetzt der Energiewende, ja, Stichwort E-Mobilität, Umstellung auf neue Mobilitätsformen, wird auch nochmal sehr viel mehr ins Gespräch kommen und auch in ein breiteres Gespräch kommen, was wir von diesen Sharing-Ansätzen beispielsweise dann auch umsetzen können. Ja? Also Carsharing, E-Carsharing, das wird einfach nochmal richtig relevant werden in den nächsten Jahren, glaube ich. Mhm. Ist vielleicht ein ganz guter Anknüpfungspunkt an meine nächste Frage, weil genau, wird einfach super viele Effekte in der nächsten Zeit geben, die einfach dazu führen, dass man überlegen muss, wie man wohnt, wie man arbeitet, wie man miteinander umgeht. Und Sie haben was vorgestellt in der zweiten Episode, was ich ganz interessant fand, da haben Sie über das strategische Konsumieren gesprochen. Und dass das ja ein Agieren ist, was einfach auch für den systemischen Wandel eine Rolle spielt und den gestalten kann. Nur, dass das natürlich, also Sie sagen auch, das ist anstrengend, das ist aufwendig, aber es funktioniert. Deswegen interessiert mich, also wie kommt das? Also was sind die Bedingungen dafür, dass Menschen dann doch diesen Mehraufwand in Kauf nehmen? Oder haben Sie da wirklich konkrete Beispiele auch und Erfahrungen? Ja, das strategische Konsumieren ist natürlich eine Handlungsmöglichkeit, die jede Einzelne hat. Ja, also das heißt ja eben, ich kaufe ganz bewusst Dinge nicht. Also ich kaufe, jetzt im Moment haben wir auch viel das Thema Plastik wieder. Also ich kaufe eben grundsätzlich keine in Plastik verpackte Lebensmittel. Das kann schon das ist ziemlich aufwendig, ja, aber es ist machbar. So. Und
statt etwas nicht zu kaufen, heißt ja auch, was kaufe ich denn stattdessen? Also das heißt, stattdessen kaufe ich beispielsweise nur noch Fleisch aus dem regionalen Bezug. Ich kann dann sagen, ich kaufe weniger Fleisch, weil ich einfach weiß, wie der Landnutzungsfußabdruck der EU beispielsweise aussieht, dass durch unseren hohen Fleischkonsum nochmal sehr, sehr viel Fläche außerhalb der EU von uns auch in Anspruch genommen wird, was auch ein Thema ist für internationale Solidarität, meine ich ganz ernsthaft, ja, weil wer gibt uns eigentlich das Recht für unsere Schmeckewöhlerchen irgendwie nochmal 40% unserer eigenen Fläche außerhalb der EU auch nochmal in Anspruch zu nehmen und dann parallel davon zu reden, dass wir aber den Amazonas-Regenwald aber gerne auch erhalten möchten. Also das sind ja auch Widersprüche, in denen wir alle jeden Tag drin sind, ja, und die zu durchschauen ist nochmal die eine Aufgabe. Und auch darüber zu sprechen und zu sagen, okay, das, was ich heute hier konsumiere, das hat die und die Konsequenz, ja. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei dem Thema strategisches Konsumieren, das heißt bewusstes Konsumieren, und strategisch heißt eben auch darüber hinaus Kaufentscheidungen zu treffen. Es gibt Menschen, die sagen, ich kaufe kein Handy, ja, ich kaufe einfach keins, ich nutze auch keins beispielsweise. Es gibt andere, die sagen, ich fliege einfach nicht mehr, solange ich lebe, will ich das einfach nicht mehr machen, Punkt. Ja, dann ist ja immer die Frage, okay, aber auf Mobilität verzichten wollen wir dann aber im Grunde genommen auch nicht. Dann kann ich mich entscheiden, gehe ich ab jetzt zu Fuß, fahre ich mit dem Fahrrad, fahre ich mit dem Elektrofahrrad oder gehe ich mit Mitfahrgelegenheiten, ja, oder trete ich in eine Genossenschaft ein, wo ich einmal für eine Woche ein Auto haben kann, ja. Also das ist letztendlich strategischer Konsum, heißt erstmal bewusster Konsum, erstmal sozusagen das Durchbrechen von dieser traditionellen Konsummuster. So, das wird oder wurde auch in den letzten Jahrzehnten immer sehr, sehr stark hochgehalten. Natürlich auf der anderen Seite zeigen aber auch viele Studien, dass allein durch strategisches Konsumieren und allein durch das individuelle Handeln des Konsumenten, der ja letztendlich das Ende der Lieferkette darstellt, sich die Dinge aber am Anfang der Kette nicht verändern. Also für mich ist es auch immer wichtig zu sagen, strategisches Konsumieren ist super, ist wichtig, wird aber die Dinge nicht verändern, wenn wir nicht die begleitenden Maßnahmen haben. Also wenn wir nicht einfach auch irgendwann dann mal durchsetzen können, dass einfach Plastik nicht mehr in dem Maß produziert wird. Ja, also weil ich habe natürlich auf der einen Seite ganz klare Interessen bestimmter wirtschaftlicher Gruppen, also insbesondere der fossilen Industrie, ja. Für die ist es eben interessant und lukrativ, Plastik zu produzieren. Ja, und das werde ich nicht verändern dadurch, dass ich selber kein Plastik mehr kaufe. Also in dem Maße werde ich das nicht verändern. Das würde voraussetzen, dass alle kein Plastik mehr kaufen. Ja, dann würde es sich vielleicht ändern, aber auch dann gibt es auch noch genügend Bereiche, die wir gar nicht so direkt durch den Konsum beeinflussen können, wie beispielsweise der Einbau von Plastik in Autos, in Bussen. Also Plastik ist einfach überall, ja. Sie verstehen, was ich meine. Es muss begleitet sein von anderen politischen Maßnahmen. Aber es bleibt ein wichtiger Punkt natürlich auch gerade in dem Gespräch einfach, ne? Weil man kann schon sehr viel auslösen durch so ein Gespräch. Warum kaufe ich denn das, ja? Und warum kauft jemand anders was anderes? Genau, das würde ich auch sagen. Ich würde dieses Kapitel damit abschließen und sagen, ich glaube, dass jeder ganz schön schöne, viele Anregungen gekriegt hat, was man alles tun kann, was es alles gibt für Angebote, wo man engagierend mitmachen kann oder auch einfach mal sein eigenes Konsumieren überdenken kann und strategisch konsumieren kann. Dann ist schon einiges getan. Ich danke Ihnen an dieser Stelle und bis zum nächsten Interview.